Heute zeige ich euch eine schnelle und einfache Deko-Idee mit Hortensien im Glas. Ja, und kombiniert werden wird das Ganze auch noch mit etwas Schleierkraut. Jedenfalls hat jetzt mein Glas in etwa eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt in etwa, sagen wir mal so 28 cm. Mein Glas wird jetzt als erstes mit diesem Deko-Kies befüllt werden. Ich bin mal gespannt, ob diese Packung jetzt letzten Endes reichen wird oder ob ich halt auch noch die zweite benötigen werde. Jetzt wird es leider laut. Ja, ich denke, die eine hier, die wird reichen. Sonst wird das Ganze letzten Endes nachher auch noch zu schwer werden. Ja, und dann habe ich jetzt hier ein zweites Glas am Start. Das wollte ich jetzt auch noch mal ausmessen für euch. Kleinen Moment. In etwa 11 cm die Höhe und so circa 9,5 cm der Durchmesser. Das kann man jetzt hier schon mal ganz entspannt drin platzieren. Ich musste jetzt auch mein Glas sowieso mit Material befüllen letzten Endes, weil das hat unten so eine richtig ätzende Delle. Das hatte ich halt beim Kaufen nicht gesehen und insofern würde mein zweites Glas von alleine halt nun mal nicht gerade stehen. Und ich habe was vergessen, ich war zu schnell. Hier kommt auch noch etwas Sand hinein. Kann ich ja jetzt schon mal sagen, hier kommt nachher eine Kerze hinzu. Und die soll halt nicht so, ich sag mal, extrem niedrig in dem Glas nachher drinne stehen. Achtet halt darauf, dass das auch alles so einigermaßen in der Mitte ist. Dann befülle ich das Glas jetzt mit etwas Wasser. Ihr könnt das Ganze auch ohne Wasser machen, aber mit Wasser halten die Hortensien letzten Endes dann auch mal etwas länger. Ansonsten würden sie halt mit der Zeit eintrocknen. Damit habe ich aber auch gute Erfahrungen gemacht und meiner Meinung nach sehen die auch getrocknet immer noch schön aus. Und ich denke mir gerade, ich fülle das zweite hier auch noch mal ein. Ist ein bisschen wenig. Das nehmen wir mal eben wieder raus. Wenn schon, denn schon. Ja, so ist doch besser. Ja, man kann sich auch mal umentscheiden, so ist es ja nicht. Zack. Nur bist du gerade? Ja, ist gerade. Okidoki, dann habe ich jetzt hier Bauernhortensien. Schneidet die nicht zu lang ab, also dass der Stiel halt nicht zu lang ist, weil dann schneidet ihr leider die Blüten fürs nächste Jahr an. Was ich jetzt noch sicherheitshalber machen werde, ich schneide sie etwas schräg an und zum Schneiden verwende ich immer Scheren, die auch für das Ikebana geeignet sind. Das sind japanische Blumenarrangements. Und stecke den Stiel hier mal vorsichtig in den Kies hinein. Und wenn ich das jetzt gemacht habe mit den Hortensien, dann arbeite ich das Schleierkraut ein. Aber ich glaube, das Ganze sieht auch nachher richtig niedlich aus. Mir persönlich gefällt das ja jetzt schon. Ja, und wie bereits erwähnt, nicht zu lang abschneiden. Ja? Also halt, dass da so ein mega langer Stiel an den Bauernhortensien nachher ist. Es sei denn, ihr habt jetzt eine mega große Bauernhortensie, dann würde ich jetzt sagen, ist das letzten Endes egal. Wenn hier noch Blätter dran sein sollten, lieber mal entfernen. Sicher ist sicher, nicht, dass er dann ganz schnell anfängt zu faulen. Ich versuche das jetzt auch so ein bisschen so zu machen, dass die Blüten halt nicht komplett gleich im Wasser drinne sind. Und ich werde das dann folgendermaßen machen. Ich werde im Laufe der Zeit halt auch kein Wasser mehr nachfüllen. Ich lasse die dann einfach eintrocknen. Ne? Das Wasser wird ja dann irgendwann mal verdunsten und dann kann das peu à peu halt eintrocknen. So, ich hier auch noch mal ein bisschen schräger. Aber ich muss bei meinen Hortensien auch immer ein bisschen gucken, dass ich nicht zu viel abschneide. Meine im Garten, die sind halt noch nicht gigantisch groß. Und ein Freund von mir, der hat Hortensien riesig, wirklich riesig, aber die sind auch schon etliche Jahre alt. Der schneidet dann für mich halt die Hortensien auch sehr, sehr großzügig ab. Mit ganz, ganz langen Stielen, weil er halt sagt, ach, ich habe so viel, ist egal. Ne? Das Schleierkraut, oh, ich habe Hunger. Das Schleierkraut, das sind jetzt hier noch Reste aus vorherigen Projekten. Auch mal einfach zurechtschneiden und dann zwischen die Hortensien vorsichtig hineinstecken. Man kann das ja auch einfach mal wieder auseinandernehmen, die Hortensie. Ihr merkt ja auch, wo der Kies sitzt, dann auch hineinstecken.
Jetzt muss ich nur noch meine Kerze platzieren und dann bin ich mit der Dekoration auch schon fertig. Ich denke mal, das Ganze hat jetzt so in etwa, sagen wir mal, 10 Minuten gedauert. Und damit hat man ja wirklich ruckzuck eine ganz, ganz tolle Deko, ja, ich sag mal, vollendet. Was man jetzt auch noch hätte machen können. Man hätte hier auch noch eine 2 Meter oder 1 Meter lange Drahtlichterkette obendrauf einarbeiten können. Aber ich werde das Ganze jetzt so lassen, wie es halt ist. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.